Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch diesen wunderschönen Weihnachtswindspinner häkeln. Du brauchst dafür Garn in weihnachtlichen Farben, zum Beispiel Rot und Grün, und ein bisschen Dekomaterial, und dann kann es auch schon losgehen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Nacharbeiten. Für diesen weihnachtlichen Windspinner brauchst du ein Garn deiner Wahl. Ich habe mich hier ganz klassisch für Rot und Grün entschieden. Das wird dann im Wechsel verhäkelt. Das ist ein 100% Schurwollgarn von Lanatos, die Brando. Die wird mit einer Nadelstärke 3,5 bis 4 gestrickt oder gehäkelt. Ich habe hier eine 4er Häkelnadel von Adi, mit der häkel ich am liebsten. Und genau, dann geht es jetzt auch gleich schon los. Du könntest auch noch einen Glitzerfaden mitlaufen lassen, wenn du das möchtest. Oder du kannst dir ganz andere weihnachtliche Farben aussuchen. Der Windspinner bekommt ja eine Abschlussreihe in Sternenform, also mit Zacken, die wir dran häkeln, und das sieht dann aus wie ein Stern. So, und ja, wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Ich beginne mit der Farbe Rot. Dafür habe ich mich jetzt entschieden und mache hier erstmal so eine Schlaufe und mache mir so einen ersten Knoten. So. Genau. Und dann geht es auch schon los. Ich schlage jetzt circa 90 Luftmaschen an. Das bleibt ganz deiner Fantasie überlassen, wie lang du den Windspinner machen möchtest. Ich finde das für mich immer persönlich eine gute Länge. 90 Luftmaschen, du kannst auch 100 machen oder 120 oder nur 60, dann wird er ein bisschen kleiner und kürzer. Ich mache jetzt 90 Luftmaschen und die gehen so. Ich denke, das dürfte kein Problem sein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, also 90 Stück. Ich habe jetzt hier meine schöne Luftmaschenkette gehäkelt. 90 Maschen insgesamt. Und jetzt bin ich hier am Ende. Und jetzt wird zurückgehäkelt, und zwar nur feste Maschen. In jede Luftmasche eine feste Masche. Und hier diese erste, das ist ja praktisch, also die wird nicht gehäkelt. Das ist ja praktisch die letzte Luftmasche. Gehst du hier in diese Masche hinein, holst dir den Faden und machst eine feste Masche. So, und in die nächste. Das machst du dann immer so weiter, bis du am Ende der Luftmaschenkette angekommen bist. Das ist jetzt auch noch sehr einfach und auch eigentlich kein Problem. Ja, okay, das machst du dann jetzt bis zum Schluss der Luftmaschenkette. Ich bin jetzt hier am Ende angekommen und habe den Faden abgeschnitten. Du kannst ihn auch durch die Schlaufe hier ziehen, durch die letzte Masche. Das geht auch. Das hat den Grund, dass wir jetzt wieder hier vorne anfangen, wo wir auch eben mit der Reihe mit den Maschen begonnen haben. Da fangen wir jetzt auch wieder an. Das hat den Grund, dass, ja, hier sieht man es an dem Granny Windspinner, dass dann immer die schöne Seite von oben zu sehen ist. Ne? Wenn wir jetzt hin und her häkeln würden, dann hast du diese schöne Seite, also hast du dann im Wechsel, ne? Die schöne Seite, und das hier ist die unschöne Seite. Ne? Und deswegen fangen wir immer wieder von vorne an. Du kannst ein stehendes halbes Stäbchen zu Beginn machen. Es werden jetzt halbe Stäbchen gehäkelt. Ich mache jetzt aber mal die Methode mit den 2 Luftmaschen. Mit den 2 Steigeluftmaschen, und gehe hier einfach am Anfang rein. Hole mir den Faden. Und mache 1. Oder ziehe erstmal so die Schlaufe fest. Eine Luftmasche, 2 Steigeluftmaschen. Diese ersetzen das erste halbe Stäbchen. Dann wird in diese gleiche Masche ein weiteres halbes Stäbchen gehäkelt. Halbe Stäbchen, da werden alle 3 Schlaufen auf einmal abgemascht.
So, und jetzt gehst du wieder mit einem halben Stäbchen in die nächste Masche der Vorreihe. Halbes Stäbchen und noch eins in die gleiche Stelle einstechen. Somit werden in jede Masche der Vorreihe 2 halbe Stäbchen gehäkelt. Und das machst du jetzt auch bis zum Reihenende. 1, 2 und die nächste Masche. 1, 2. So, ich habe jetzt mal noch ein paar Maschen gehäkelt, ein paar halbe Stäbchen. Und da siehst du schon, wie sich das jetzt einkringelt, wie so ein Schwänzchen. Das wird dann natürlich die Spiralform nachher, ne, von diesem Windspinner. Klar. Das machst du jetzt einfach bis zum Ende der Reihe. Und dann geht's munter weiter. So, ich bin jetzt hier am Ende der Reihe angekommen. Und wie du siehst, hat sich das schön hier schon zu einem schönen Spirale eingekringelt. Und jetzt machen wir dasselbe wie in der Vorreihe. Ich ziehe die Schlaufe jetzt ein bisschen größer, die letzte Masche. Stecke meinen Knäuel da durch. Und ziehe das Ganze zu. Zack. Schneide den Faden ab. Zack. Der wird hier dann nachher vernäht noch. Du kannst ihn auch mit einhäkeln, wie du möchtest. Und jetzt gehen wir zum Anfang der Spirale hin, weil wir fangen ja immer hier auf der schönen Seite an, damit die Seite auch schön bleibt. Also du kannst jetzt ein stehendes Stäbchen machen oder halt auch 3 Anfangsluftmaschen. So, einmal zuziehen. So, ich mache jetzt mal 3 Anfangsluftmaschen. 2, 3. Und dann wird jetzt hier in diese Lücke oder in diesen Zwischenraum machst du jetzt noch 2 Stäbchen. Dieses Mal wird mit Stäbchen gearbeitet. In der Vorreihe waren es ja halbe Stäbchen. Jetzt wird hier unten eine Masche übersprungen, also eine Masche der Vorreihe wird übersprungen. Oben wird aber auch eine Luftmasche noch gehäkelt und du gehst mit dem Faden holen in die übernächste Masche rein und dort häkelst du auch wieder 3 Stäbchen hinein. Also wie beim Granny-Muster sozusagen, ne? Werden ja auch immer 3 Stäbchen in eine Masche gearbeitet. So, ein bisschen Wolle holen. Oben eine Luftmasche wieder, unten eine Masche überspringen in die darauf folgende 3 Stäbchen. So, sieht auch schon ganz schön aus. Man ahnt schon, was es wird. Kommen noch mal ein bisschen näher. Also oben eine Luftmasche. Hier eine überspringen und in die darauf folgende 3 Stäbchen. Und eine Luftmasche. So, ja, das machst du jetzt bis zum Schluss und also bis zum Ende der Spirale und dann geht es danach mit den Sternenzacken weiter. So, jetzt sind wir hier am Ende angelangt und jetzt ist die Spirale schon größer geworden. So sieht es jetzt aus. Also so richtig schön, dieses Weihnachtsrot und Weihnachtsgrün. Ich ziehe jetzt wieder meinen Knäuel hier durch und sichere so den Faden.
Einmal abschneiden. Zack. Und dann geht der Spaß jetzt vorne wieder neu los. Achso, das ist ja gar nicht so. Okidoki. So, ich bin jetzt hier am Anfang wieder und habe mein rotes Garn genommen. Damit mache ich jetzt erstmal eine Anfangsschlaufe wieder, um den Faden zu sichern. Klar. So, einmal durchziehen. Zack. Und jetzt mache ich noch 1, 2, 3, 4 Luftmaschen. Wir können hier die Anfangsschlaufe auch als Luftmasche noch zählen. So, und jetzt geht's los. In die erste Masche nach der Nadel eine Kettmasche. In die nächste eine feste Masche. Am Anfang echt ein bisschen fummelig. In die nächste ein halbes Stäbchen. Und in die darauffolgende, das ist hier diese Schlaufe vom Anfang, ein ganzes Stäbchen. So werden diese Sternenspitzen gearbeitet. Und du überspringst jetzt hier unten 1, 2 und in die dritte Masche wird eine Kettmasche gearbeitet. Halt. Ja. So, Kettmasche, zack. Und jetzt machst du 5 Luftmaschen. 3, 4, 5. Also am Anfang habe ich jetzt nur 4 gemacht, weil ich auch in diese Anfangssicherungsschlaufe das Stäbchen reingehäkelt habe. Wenn du willst, kannst du aber auch 5 Maschen am Anfang machen. Und jetzt, ich gehe immer in beide Maschenglieder hinein und arbeite eine Kettmasche. Schön schauen, dass immer alle Fäden dabei sind. Und in die nächste Luftmasche eine feste Masche. In die nächste ein halbes Stäbchen. Und in die letzte ein ganzes Stäbchen. Ja, das ist jetzt eine Fleißarbeit, aber es wird dann umso schöner. So, jetzt werden wieder 1, 2 übersprungen. In die dritte Masche häkelst du eine Kettmasche und sicherst somit die Sternenzacke. Hier kann man es jetzt schon schön sehen, wie die sich ausbilden. Du könntest jetzt auch hier noch so ein goldenes Beilaufgarn mit verarbeiten. Oder auch hier, wo das Grüne ist, da könnte man auch so was machen, dann wird es noch festlicher. Ich mache es jetzt aber so und zeige es jetzt nochmal. 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen. In die erste Luftmasche nach der Nadel eine Kettmasche, schön locker bleiben. Eine feste Masche, ein halbes Stäbchen und ein ganzes Stäbchen. Das ist jetzt tatsächlich eine Fleißarbeit, weil das muss man bis zum Ende der Spirale machen. 1, 2 und in die dritte Masche der Vorreihe oben eine Kettmasche rein. So, machen wir es noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5. In die erste Masche nach der Nadel eine Kettmasche. Na? Nochmal neu. Kettmasche. Feste Masche. Immer schön 2 Maschen, beide Maschenglieder mitnehmen. Ein halbes Stäbchen. Und ein ganzes.
in die nächste Luftmasche. So. Also Prinzip ist, dass die Sternenzacken von ganz schmal dann etwas breiter an der Basis werden. Deswegen dieses praktisch in der Höhe zunehmende Häkeln von Kettmasche, fester Masche, halbes Stäbchen, Stäbchen. 1, 2, überspringen und in die dritte Masche mit einer Kettmasche fixieren. So, das schauen wir jetzt mal. Die Sternenzacken stehen jetzt so ein bisschen ab. Die kann man aber nachher, wenn man den aufhängt, kann man die so ein bisschen, wir machen das Ganze ja noch mal ein bisschen platt. Der Sternenspinner wird zum Schluss so platt gedrückt, damit das auch alles schön gleichmäßig und akkurat ist. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht kann man das auch mit Haarspray ein bisschen fixieren oder halt mit einem Beilauffaden ein bisschen mehr Stabilität geben, dass die sich nicht so nach oben biegen. Aber ich denke mal, wenn man sie schön nach unten drückt, dürfte das schon gut gehen. So, das machst du jetzt bis zum Ende der Spirale und da geht es dann weiter. Sind wir dann aber auch schon fast fertig. So, am Ende der Reihe angekommen. Bin ich jetzt fertig. Das ist echt eine wahre Fleißarbeit, diese Zacken, also Sternenzacken zu machen. Und aber ja, sieht schön aus. Also da ist jetzt schon mal so ein Teil. Ich werde jetzt den Faden hier durchziehen, wie immer. Und schon mal sichern. So, Knoten rein. Zack. Es ist auch genau aufgegangen hier am Ende. Wenn das bei dir nicht genau aufgeht, also dann einfach schummeln. Das ist ja beim Häkeln das Tolle, ne? Jetzt werden die Fäden noch vernäht und ich werde die Zacken einfach mal, weil die stehen ja jetzt hier so hoch, also vielleicht kann man es auch mit Haarspray ein bisschen fixieren, dass sie ein bisschen steifer werden. Ich werde sie jetzt einfach mal so mit dem Bügeleisen überall mal kurz so drauf tippen, dass die sich schön in die Richtung legen. Aber es sieht auch toll aus, oder? So, also ich bügel jetzt erstmal. So, jetzt habe ich die Geschichte hier gebügelt und das sieht das schon viel besser aus, ne? Also wie sich der Windspinner dann entfaltet, das zeige ich euch dann noch draußen, wenn ich ihn hinhänge. Und gut, aber jetzt können wir noch so ein bisschen Deko dran machen. Also unten kann man gern auch so Kugeln oder Pompoms dran machen oder vielleicht auch einen Strohstern. Also weihnachtlich dekorieren. Da werde ich mal schauen, was mein Fundus noch so hergibt. Ich habe jetzt hier oben noch so eine Schnur dran gemacht zum Aufhängen. Und das zeige ich euch das erstmal nochmal hier, dass man das schön zur Spirale dreht. Und hier ist der Aufhängefaden. Und dann einfach auch so platt drückt. Ich habe es ja jetzt auch schon platt gebügelt eben. Und dann kann man den so dann aufhängen. Sieht man jetzt schlecht. Lustig. Aber es sieht schon ganz gut aus. Okidoki. Dann schaue ich mal, was ich noch so an Deko habe. So, ich habe mir jetzt hier ein paar Holzperlen rausgesucht und so eine kleine rote Christbaumkugel. Und da machen wir jetzt noch eine schöne Deko dran. Also ich werde jetzt einmal, habe ich mir ein Stück Faden abgeschnitten. Der kommt dann ans untere Ende. Und zwar in die Mitte. Also hier. Da mache ich jetzt einfach so einen Knoten. Die Nadel lasse ich dran am Faden. Hier mache ich einfach einen Knoten rein. So. Doppelknoten ist immer am besten, dann hält es auch. Ja. Kann man hier das Stück abschneiden, das hängt ja eh unten drunter, man sieht das nicht so. So, und dann fädel ich jetzt die Perlen auf. Du kannst auch einen Strohstern unten dran machen oder was gibt es denn noch alles? Ein Engel aus Holz, so einen ausgesägten oder ja, gibt ja noch viel mehr, was man unten dran hängen kann. Also einfach Weihnachtsdeko, die dir auch gefällt und die dir Freude macht. So, einfach die Nadel mit dem Faden durch die Perlen. Ja, noch eine rote, das ein bisschen wilder aussieht. So,
Halt, da ist mir die Nadel rausgegangen. Zack. So, nochmal. So, noch eine grüne. So, und dann jetzt die Kugel noch dran. Und dann machen wir hier einen Knoten. Und lassen wir das Ganze noch so ein bisschen runter. Ja, ich mache noch mal ein bisschen. So. Und die Nadel mache ich noch mal da so durch, zum praktisch wie so ein Vernähen. Gehen wir nach oben raus. So, und das schneide ich dann jetzt ab. Zack. Und so haben wir schon eine schöne Deko für unten drunter. Klasse. So, das zeigen wir dann jetzt gleich mal draußen. So, jetzt kommt die wundersame Entwicklung des Windspinners. Hier unten drunter hängen die Kugeln und die bunten Perlen. Das Wetter ist jetzt gerade nicht so schön. Also ich habe den vorher halt schön platt gedrückt. Und jetzt lassen wir ihn langsam sich entfalten. Und da sieht man schon, das sieht aus wie so ein kleiner Tannenbaum. Also man könnte theoretisch auch die Zacken in grün machen. Und da dreht er sich schon. Sehr schön. Fertig ist der neue weihnachtliche Windspinner. Hier unten mit Deko-Weihnachtskugel dran und einer farbig abgestimmten Perlenkette. Er hat so ein bisschen den Touch von einem Weihnachtsstern. Und ja, gefällt mir sehr gut. Man kann theoretisch auch die Zacken in grün machen. Dann sieht es ein bisschen weihnachtsbaumartig aus. Und wenn dann Wind ist, dann dreht er sich auch. Ich habe die Zacken mit dem Bügeleisen ein bisschen bearbeitet. Denn dann stehen sie einfach besser ab, sonst stehen die so nach oben. Und da dreht er sich schon ganz toll. Also, ich wünsche dir viel Spaß beim Nacharbeiten bei deinem Windspinner. Und ja, folge mir gerne, abonniere meinen Kanal, empfehle mich weiter, teile mein Video. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Und dann gibt es auch bald wieder etwas Neues.